Hala Madrid, Freunde. Ich hab's doch gesagt, Arda Güler ist der Größte. Und warum ist er im Training auch der Größte? Dazu später mehr. Erstmal werden wir zwei andere Sachen besprechen. Und zwar einmal Cristiano Ronaldo und die Masken sind zurück. Ja, wir gehen rein. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr bleibt hier. Abonniert meinen Kanal. Das würde natürlich mir weiterhelfen, beziehungsweise uns, damit wir hier schön weitertalken können. Ja. Die Masken sind zurück. Ja, sehr interessantes Thema. Aber bevor wir dazu kommen und zu Arda Güler, möchte ich einmal ganz kurz herzlichen Glückwunsch für mich, den besten Spieler aller Zeiten, widmen. Cristiano Ronaldo wird heute 41, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach Mann, wie sehr ich ihn doch, seitdem er weg ist von uns, vermisse. Und überhaupt, für mich, oder ganz ehrlich, er hätte nie gehen dürfen. Ja. Er hätte nie gehen dürfen. Er hätte immer bei uns bleiben sollen und seine Karriere dort beenden sollen. Aber ich hoffe natürlich, dass er irgendwie noch zurückkommt irgendwann. Ja, sein Haus hat er ja noch in Madrid und dementsprechend hoffe ich, dass er back irgendwann, keine Ahnung mit welcher Tätigkeit zu uns kommt. Aber das wird noch dauern. Ja, erstmal wird er ja spielen. Der wird dann noch die Weltmeisterschaft. Er wird Weltmeister mit Portugal werden. Das ist mein Tipp. Ich glaube, er schafft das. Und wäre auch ganz cool, weil Messi ist ja auch Weltmeister. Na gut, aber wie ist Messi Weltmeister geworden? Ja, lassen wir es mal so stehen. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, Krischi oder CR7 oder Cristiano Ronaldo. Schönes Ding. So, jetzt kommen wir zu den Masken. Ja, die Pintus-Methode ist zurück, weil die Spieler einmal hier Pause bekommen haben 2 Tage nach dem Superspiel gegen Rayo. Haben sie tatsächlich Pause und natürlich Vinny. Ich meine, man kann ja machen, was man will in der Freizeit, aber wir kennen ihn. Mode, stylisch und hier und so. Übrigens die Schuhe, die er da anhat, die hat meine Frau von mir bekommen. Ja, schönes Teil. Ne? Aber dann dementsprechend hat sie die Vinny Junior Schuhe. Aber, oder Vinny Junior hat die Schuhe von meiner Frau. Aber auf jeden Fall, ja, er musste natürlich wieder einen auf cool machen, statt einfach zu trainieren. Und da kommen wir auch gleich mal ganz so ein Zwischending. Nachher später mit Arda und Training und die anderen Spieler. Auch sehr interessant. Aber Vinny und alle anderen Spieler hatten frei. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt kommen die Masken zurück. Ja, und so eine Maske kostet zwischen 20 und 30.000 Euro. Schönes Ding. Und das wird einfach, oder überhaupt, die müssen die beim Laufen, Training, Krafttraining tragen, damit Real Madrid sehen kann jetzt, wie die Fitness der Spieler ist oder sind. Und da wird alles Sauerstoff, da wird, ja, es wird, glaube ich, alles gemessen. Alles gemessen mit den Masken. Und ja, da bin ich mal gespannt, welcher Spieler denn fit ist, ne? Und wo die Fettverbrennung und alles, was damit wirklich, wie die Fettverbrennung verbrennt, oder wie das alles zusammenhängt, Sauerstoff aufgenommen wird und so weiter. Sorry. Und das wird alles mit den Masken gemessen. So, und da bin ich jetzt gespannt, wer denn wirklich fit ist. Ich könnte mir so richtig vorstellen, wer da nämlich noch nicht so fit ist. Mal sehen, ob Bellingham, ja nun ist er verletzt, ich weiß nicht, wie er das macht, aber ich glaube, die Maske wird bei ihm später, hoffe ich, zum Tragen kommen, weil das hieß ja, oder das heißt ja so, dass er immer so schön gern feiert mal, oder Mann, was ist denn hier heute los hier, sorry. Und andere auch, und dementsprechend, ja, ist die Pintus-Methode zurück und er macht das natürlich, Antonio Pintus auch selber und dementsprechend, ich kann ja noch mal reingucken hier, es ist Hightech-Masken, ja, Sauerstoff, Kohlenhydratwerte, wird alles damit gemessen, so, ganz einfach, Sauerstoff, wie das aufgenommen wird, ähnelt wie bei der NASA zur Simulation von Höhenluft. Ja, sehr interessant. Präzise Steuerung der Entlastung und Leistungsoptimierung. Belastung und Leistungsoptimierung. Ja, und so weiter. Ja, das, Antonio Pintus macht das mit selber und wird der natürlich Bescheid geben, weil unter Alonso waren die Spieler angeblich nicht fit und das Management da oben hat das kritisiert. Na, das ist ja ganz toll. Ja, trotzdem hätte man ja auch 1, 2 Spieler kaufen können jetzt in der Winterpause. Haben wir nicht gemacht. Weil, wenn die verletzt sind, hilft die Maske auch nicht viel. Aber damit möchte ich das nicht schlecht machen. Das finde ich gut. Ne? Jetzt wird es ernst für die Spieler. Und ich hoffe, dass es auch ernst wird. Und nicht einfach so, ne, damit die Fans Ruhe geben und so weiter. Nein, das ist jetzt ernsthaft. Das ist ja kein Spielkram mehr. Ne? Ja. Aber da muss man, oder das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
was Real Madrid alles macht, obwohl sie Zweiter sind in der Liga, in der Champions League noch dabei sind, auch wenn wir in eine Extra-Runde gehen, aber müsst ihr euch mal überlegen. Und die Punkteverteilung, wenn man den Schnitt über die letzten Jahre sieht, ja gar nicht so schlecht ist. Es liegt nur an diesen schlechten Fußballspielen, was wir haben. Das sind ja keine schönen Spiele. Und das ist schon, das gibt's eben nur bei Real Madrid. Ja, aber das ist so. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr diese Pintus-Masken-Idee oder ob ihr das feiert. Und Christi, da könnt ihr auch noch was zu schreiben. So, und jetzt kommen wir zu Arda Güler. Und wir kommen, bevor ich hauptsächlich zu dem Thema zu Arda Güler komme, kurz mal zu dem Training. Soweit ich das mitbekommen habe, war Arda mit einer der einzigen, der nicht Pause gemacht hat, der irgendwie so wie Vini Junior und Co. gefeiert haben, irgendwo in ein ich habe geile Couture-Klamotten oder die sich zur Show gestellt haben. Nein, Arda Güler hat trainiert. Ja, so gehört sich das. Und Arda Güler. Ich glaube, jetzt werde ich mir auch ich muss unbedingt noch das blaue Trikot haben. Ich habe immer noch nicht das blaue Trikot, Mann. Und das werde ich mir. Ich habe erst überlegt mit Mbappé oder Arda Güler, aber ich werde es jetzt, glaube ich, mit Arda Güler, weil Mbappé habe ich schon. Auch, kann ja immer nicht genug haben, aber ich glaube, das werde ich mit Arda Güler das Trikot dann holen. Mal gucken. Muss passen, ja. Weil ich will das auch mal direkt aus Spanien haben eigentlich. Ich könnte das auch hier, aber ich hole immer aus Spanien wegen den Badges und so. Muss schon richtig sein, ja. Dementsprechend Arda Güler beim Training richtig monströs, powermäßig stark. So. Aber er ist nicht nur da powermäßig stark, sondern er ist auch auf Platz 1 der besten Chancenkreierer. Ja, so schaut es aus. Und ich habe es doch immer gesagt. So schaut es aus. Und da sind einige wie Paulo Dybala und Fernandes, Bruno Fernandes. Ich werde das mal kurz einblenden. Das sind, glaube ich, die Top 5 hier. Und ganz ehrlich, es ist doch logisch gewesen. Ich habe es doch gesagt. Ja, es sind nicht die, glaube ich, die Top 5, es sind die Top 5. So, nun schaut euch das mal an. Ich blende das mal ein. Und ich habe es doch letztens schon, wo ich den Vergleich zwischen Arda Güler und Lamine Yamal gemacht habe, da habe ich auch schon Statistiken gezeigt. Erstmal ist Arda Güler so unterbewertet und von Marktwert, der andere kostet 200 und der andere 90. Habe ich vor 1,5 Wochen oder 2 Wochen das Video gemacht. Ich werde das hier kurz mal einblenden. Und jetzt das. So, und der Junge spielt noch nicht mal richtig immer alle 90 Minuten durch. Und. Da könnt ihr doch mal sehen, was der Junge drauf hat, wenn er nicht sogar der beste Mittelfeldspieler der Welt ist aktuell. Wie es Neymar ja eigentlich auch schon gesagt hat. Auch dort habe ich ein Video zu gemacht. Ja, dementsprechend lassen wir es eigentlich, da braucht man eigentlich gar nicht, das kann man sich eigentlich nur auf der Zunge zergehen lassen. Er trainiert mit als einziger, die anderen feiern. Und er ist der Beste oder kreiert die besten oder die meisten Torchancen und so weiter und so fort. Und das mit guten Abstand. Ja, ist schon richtig stabil, ne? Ja, und was soll ich da noch zu sagen? Was soll ich da noch zu sagen? Und trotzdem wird er ausgewechselt. Unser Trainer wechselt ihn einfach gerne immer zwischen der 70. und 80. Minute aus. Achtet mal, jetzt ist zwar auch Bellingham verletzt, aber achtet mal drauf, er wird jetzt wieder zu 99% gehe ich davon aus, obwohl das sind so schlechte Omen, wenn ich das jetzt sage, dann kommt es nachher, sollte man auch nicht machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Trainer ihn jetzt wieder im nächsten Spiel zwischen der 70. und der 80. Minute auswechselt. Wahrscheinlich so ungefähr 74, 75. Minute. Ja, und ich kann das alles nicht nachvollziehen. Ich halte auch, ob Legende hin oder her, ich halte von diesem Trainerwechsel, diesen Schritt, also ich halte da aktuell nichts von. Gut, einen Trainer jetzt so schnell zu finden, obwohl man wusste das mit Alonso ja nun, also ganz ehrlich, das kommt doch alles nicht von heute auf morgen. Aber ich hoffe, dass ein paar Gespräche im Background laufen, weil so bin ich der Meinung, nee, das kann man so nicht weiterführen, bin ich der Meinung. Und das muss auch
geändert werden. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall einen neuen Trainer zur neuen Saison haben, zur neuen Saison. Ich hoffe, dass die allerdings schmerzfrei und nicht ganz so katastrophal endet, die Saison. Ich hoffe natürlich mit einem Titel, aber es wird schwer. Es wird sehr, sehr schwer. Also ich bin aber abgeschweift. Auf jeden Fall Arda Güler kreiert die besten und die meisten Torchancen. So, er ist jung, er ist gut, er trainiert. Ne, das hat er wahrscheinlich von CR7. Der hat nämlich auch trainiert. Als erstes auf dem Platz und als letztes auf dem Platz. So muss das sein. So, und vielleicht sollte man das ein bisschen anerkennen in Spanien und so weiter und so fort. Ich denke auch mal, obwohl, nee, ich möchte das eigentlich, nee, das lassen wir so. Ich wollte jetzt was sagen, warum, weshalb das vielleicht daran liegen kann, aber ich möchte nicht da so, das geht wieder in politische, das gehört hier nicht hin, aber man sollte vielleicht mal, keine Ahnung, also er ist gut, Punkt. Er ist Neymar sagt es schon und es sagt ja nicht nur Neymar, es sagen so viele andere auch noch große, alte Stars, whatever, dass er mit der beste Mittelfeldspieler der Welt aktuell ist. So, vielleicht sollte man das langsam mal in Mindset oder vielleicht sollte man das endlich mal auch, unser Trainer sollte das langsam mal kapieren. Gut, es sind 10 Minuten, aber die 10 Minuten, das ist ja, guck mal, wenn du vorher ausgewechselt wärst und du weißt das ständig, dass du rausgehen musst, das spielt ja auch eine Rolle. Das spielt ja auch eine Rolle. So, das ist ja nicht so, dass er nicht weiß, oh, jetzt wird er mal ausgewechselt, weil sonst spielt er durch. Nein, er weiß ja immer, dass er ausgewechselt wird. Das spielt schon, glaube ich, ein Unterbewusstsein eine Rolle, aber ich glaube, er ist einfach mental, ist Arda Güler einfach so stark, dass er das hinbekommt. Und er sagt vielleicht auch, ach komm, der Trainer, er wird so und so nicht die ganze Zeit Trainer bei uns bleiben, scheiß drauf. Ich werde hier auf jeden Fall noch der King werden. Ja, da gehe ich von aus. Das könnte was werden und ich hoffe es auch für ihn. Und dementsprechend, ja, könnt ihr mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Und auch von seiner Statistik. Ich habe es, ist klar. Ich habe wie gesagt, die andere Statistik auch schon gezeigt vor längerer Zeit, vor 1,5 Wochen, 2 Wochen. Das ist doch klar gewesen. So, dementsprechend Arda Güler, Hala Madrid und folgt mir. Das würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und wir sehen uns bald wieder morgen und wahrscheinlich. Ne? Ich bin, wie gesagt, fast jeden Tag hier und deswegen bis zum nächsten Mal.